Was sind die wesentlichen Inhalte der internationalen Safety Guidelines? Zunächst haben wir uns Gedanken gemacht, welche Gefährdungen auf Biogasanlagen bestehen und wie man sie als Betreiber in den Griff kriegen kann. Das ist quasi der erste Teil der Broschüre. Der zweite Teil der Broschüre, da geht es vor allem um die Umsetzung der Vorgaben für jedes Anlagenteil. Hier ist wichtig, dass man die Gefahren erkennt, Sicherheitsmaßnahmen einleitet. Und hier ist es wichtig, dass man zunächst erstmal technische Schutzmaßnahmen, organisatorische Schutzmaßnahmen und persönliche Schutzmaßnahmen einleitet und umsetzt. Und im dritten Teil ist dann nochmal lesbar, welche Informationen wichtig sind für Anlagentests zum Beispiel, um die Sicherheit auf Dauer zu gewährleisten. Und darüber hinaus eben noch, wie man dokumentiert, welche Dokumentation von Belang ist und wie man das umzusetzen hat. Wo kann der Anlagenbetreiber die internationalen Safety Guidelines beziehen? Beziehen kann man diese Safety Guidelines entweder als Booklet, als Broschüre, die man hier auf dem Stand zum Beispiel oder auch per Post zugeschickt bekommen kann. Oder man kann auch auf die Homepage safety-biogas.com gehen und da die Broschüre als PDF herunterladen. Zurzeit ist es so, dass wir die Broschüre nur in Englisch veröffentlicht haben. Es sind noch weitere Sprachen geplant, wie zum Beispiel Portugiesisch, Französisch, Spanisch und eventuell noch Indonesisch. Und alles in allem wird es dann auch von der GIZ finanziert, sodass wir als Fachverband da nur unser Wissen reinstecken mussten und alles weitere von der GIZ finanziert wurde. Was sind die Ergebnisse aus den ersten 3 Jahren Schulungsbetrieb? Ja, vor 3 Jahren haben wir als Fachverband Biogas zusammen mit dem DWA und der DVGW den Schulungsverbund Biogas gegründet. Da wir einfach festgestellt haben, ein Schulungsbedarf für die Anlagenbetreiber ist notwendig, ist da. Deswegen haben wir diesen Verbund gegründet mit dem Ziel, dass wir deutschlandweit eine einheitliche Schulung anbieten wollten. Und jetzt haben wir nach 3 Jahren Schulungsbetrieb mittlerweile schon annähernd 4.000 Betreiber schulen können. Und man erkennt auch wirklich, dass das Sicherheitsbewusstsein auf den Anlagen zugenommen hat, dass die Vorgaben besser gelebt werden, dementsprechend auch einfach besser umgesetzt werden und dementsprechend die Unfälle auch reduziert werden können auf Dauer. Mit welchen Maßnahmen können Anlagenbetreiber die Gefährdung auf der Biogasanlage reduzieren? Zunächst ist wichtig, dass die Anlagenbetreiber wissen, was für Gefährdungen auf Biogasanlagen bestehen. Hier empfehle ich ganz intensiv, dass man an der Schulung teilnehmen soll, die wir als Fachverband zum Beispiel anbieten. Da muss man auf der Anlage schauen, welche Gefährdungen bestehen und wie man diese Gefährdungen reduzieren kann, damit sich nicht Betreiber oder auch Gäste auf der Biogasanlage nicht verletzen und eben auch die Umwelt geschützt wird. Dementsprechend ist es wichtig, die Schutzmaßnahmen einzuleiten und dann im Nachhinein immer wieder anzupassen, zu verbessern. Und so kann man sukzessive, die Sicherheit der Anlage gewährleisten und verbessern.